Willkommen zu unserem neuen Vlog. Wir befinden uns in Extremadura in Spanien, wollen aber bereits morgen die portugiesische Grenze überqueren. Bis dahin übernachten wir noch einmal hier in Spanien und haben einen wunderschönen Platz gefunden. Wir nutzen die Zeit aber auch, um ein paar Sachen fertig zu machen. Roberto ist hier hinter mir zum Beispiel noch am Schneiden. Und ja, jetzt verbringen wir erstmal einen gemütlichen Tag hier und morgen geht es dann weiter. Und habe ich schön gemalt, oder? Sehr schön. Du bist ein richtiger Künstler. Hatten wir so nicht erwartet, nein? Nein, absolut nicht. Das sollte ja eigentlich nur ein Platz sein, um ja, zwischendurch Halt zu machen. Und jetzt haben wir so einen Sonnenuntergang. Genau, jetzt legen wir die Kamera auf die Seite und genießen es. Genau. Wir haben gestern die Grenze nach Portugal überquert und fangen auch gleich an im portugiesischsten Dorf des Landes, nämlich Monsanto. Also schauen wir es uns an. Okay, also so war das eigentlich nicht gedacht. Es sollte eigentlich ein Spaziergang sein, hoch in dieses Dorf, aber es wurde auch richtig schwül, da es die letzten Tage geregnet hat und jetzt war es richtig anstrengend. Aber wir haben es geschafft, wir sind oben angekommen und hier ist sogar eine Markierung, hier hinter mir, ich weiß nicht, ob man es sieht, für den höchsten Punkt. Und um diese Markierung herum ist eine Burg, die schauen wir uns jetzt an. Und danach geht es nochmal runter in die Stadt. Show you the place that I go to when all the lights are faded out. You're gonna see what I'm all about. All of the world's in motion, I can feel it all through the ocean, up to the mountain top. I couldn't make it stop, even if I wanted to. Monsanto hat uns sehr gut gefallen. Also das Dorf ist richtig spektakulär mit den Häusern, die um die Felsen herum gebaut worden sind und auch die süßen Gassen. Also wirklich empfehlenswert und auch die Burg, die unglaublich, wie gut die erhalten ist. Ja, für uns heißt es aber jetzt weitergehen, denn wir wollen heute noch ein Stückchen weiterfahren und da sehen wir uns gleich. Wir sind zurück im Van und eigentlich auch schon ready, um weiterzufahren, denn wir fahren jetzt nach Govilla. Ja, wir wissen nicht, wie es man ausspricht. Ja, wir blenden es auf jeden Fall ein. Genau. Und ja, da werden wir unseren Schlafplatz haben, denn das ist am Anfang des höchsten Gebirges Portugals. Und das wollen wir uns morgen ansehen. Also nähern wir uns dem heute schon an. Genau. Gestern Abend sind wir noch nach Govilla gefahren und hatten da eine recht ruhige Nacht. War zwar richtig Vanlife-mäßig auf einem Parkplatz in der Stadt, aber war ganz okay. Jetzt sind wir auch schon wieder unterwegs, denn wir besuchen die Serra de Estrela und Govilla ist übrigens auch der einzige Skiort von Portugal, eben weil es hier an diesen Bergen liegt. Und wir sind mittlerweile auch schon über 1500 Metern, also wir sind recht hoch. Wir haben 11 Grad draußen, also es hat sich ganz schön abgekühlt und ja, wir freuen uns, denn wir machen hier eine 6-Seen-Wanderung. Hoffentlich wird die so spektakulär, wie das die Berge soweit vermuten lassen.
Wir sind hier beim Stausee jetzt angekommen. Wie der genau heißt, keine Ahnung. Ich blende es euch hier unten ein. Ja, das Wetter, jetzt gerade scheint die Sonne, aber auf der anderen Seite sieht es ziemlich düster aus. Ja, wir versuchen es jetzt einfach mal. Also es sollten etwa 9 Kilometer sein. Und wie man unschwer erkennen kann, es ist auch nicht mehr 30 Grad, sondern nur noch 9 Grad, aber an der Sonne heizt es schon ziemlich auf. Naja, ich bin eher der Pessimist, Jessica Optimist. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal umdrehen, weil es anfängt zu regnen. Was meinst du? Ist nicht ausgeschlossen, aber wir probieren es trotzdem. Ja, wir laufen jetzt mal los und dann sehen wir mal weiter. Ja, der erste See, der war beim, also es war eigentlich der Stausee. Ja. Und der zweite, wir sind uns nicht ganz sicher, aber Es ist eher ein Tümpel. wir nehmen mal an, dass es der ist. Was haltet ihr davon? Darf ist das das ein als See? See gelten? Schreibt es unten in den Kommentaren. Wir haben hier auf der anderen Seite einen ganz schönen Wasserfall gesehen, den habe ich zwar aufgenommen, aber als ich das Objektiv gewechselt habe, ist mir das Objektiv am Boden gefallen. Resultat, Polfilter kaputt. Aber zum Glück hat das Objektiv überlebt. Also, naja. Das war jetzt richtig schön hier, einfach mal den Vögeln zuzuhören und dem Plätschern des Wassers. Also richtig schön. Ja, auf jeden Fall. Und ja, also ich hätte es so nicht erwartet, aber auch die Nein. Farben der Pflanzen, also dieses krasse leuchtende Gelb, Ja. das ist schon... Also die Natur hier ist unglaublich, also Ja. wirklich sehr schön. Also Ja. mich fasziniert das richtig. Mich auch. Ja, wir sind jetzt aber hier auch schon eigentlich auf der Hälfte des Weges. Also hier um diesen See hier dreht sich der Weg und ja, wir machen uns damit auf den Rückweg. Mal schauen, ob wir noch die anderen Seen finden. Genau. Vielleicht werden es nicht 6, aber mal sehen. Jessie versucht hier oben noch einen Weg zu finden, denn der offizielle Weg, der wäre hier unten durch. Das haben wir schon bereits versucht, aber irgendwie führt da kein Weg durch. Wie sieht es dort oben aus? Es könnte gehen. Okay, also ich schaue jetzt mal nach. Und denn da hinten ist irgendwie so eine Art Weg, aber also wir haben jetzt schon seit über eine halbe Stunde hier versucht, durch das Gestrüpp zu laufen und es wird nicht besser. Also wir probieren es jetzt nochmals da oben und wenn es nicht ist, dann laufen wir einfach zurück. Ein super Weg. Ah. Ja Leute, also wir müssen aufgeben, denn wir sind wieder an einen Punkt gekommen, wo es einfach keinen Weg gibt. Das ist unglaublich. Also
da war jetzt ein Stück, wo wir wirklich gut vorangekommen sind, aber jetzt wieder nur noch Wald und, also nicht Wald, aber Gebüsch und Gestrüpp. Ich habe schon alles in den Schuhen. Ja. Und wir hatten eigentlich in der Wander-App schon gelesen, dass dieser zweite Stück schwieriger sein sollte. Ja. Aber es ist wirklich kein Weg. Das ist kein Weg. Ja. Also dafür, dass 5 Meter vielleicht gut begehbar sind, aber dann wieder 50 Meter Bushwalk. Nee, also irgendwann ist man auch gut, oder? Schade, denn da hinten sieht man noch ein kleines Stückchen von einem See. Ja. Aber ja, wir laufen jetzt zurück. Ja. Etwa 2,5 Stunden. Sehr schön. Und ja, wir sehen uns wieder im Van, oder? Ja, würde ich sagen. Und damit sind wir zurück im Van und völlig zerstört. Fix und fertig. Ja. Die Wanderung an sich war sehr schön, also hat uns gut gefallen. Halt das Stück, das wir nicht beenden konnten. Also wir wollten eigentlich so einen Rundweg machen, ja. Aber hat leider nicht geklappt. Naja. Ja. Aber der Rest war richtig schön. Ja, also die Natur ist ja wunderschön und auch das Wetter hat am Schluss gehalten. Also genau. Wir sind trocken geblieben und das ist es, was zählt. Genau. Jetzt geht es eigentlich vom Berg wieder runter, Richtung Küste. Genau. Und wo es hingeht, seht ihr morgen. Wir haben die letzte Nacht auf diesem kostenlosen Wohnmobilstellplatz der Gemeinde verbracht. Ist eigentlich ein Parkplatz, aber man kann hier auch Wasser füllen. Das haben wir auch schon gleich genutzt. Und jetzt gehen wir endlich in die Stadt. Aveiro ist ja bekannt als kleines Venedig scheinbar. Und ja, da sind wir gespannt, was das bedeutet. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Die Kanäle geben Aveiro ja wirklich ein wunderschönes Flair. Ob das nun wirklich als Venedig zu bezeichnen ist, naja, sei dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Was es hier in der Umgebung auch noch viel gibt, sind Töpfereifabriken. Und wir möchten uns gerne einen diesen Fabrikstores oder Outlets ansehen, denn die Preise sollen ja sehr günstig sein und vielleicht ist noch was für uns dabei. Bevor wir Aveiro verlassen, wollten wir noch hier kurz vorbeischauen, denn wir haben von diesem Outlet gehört, wo es ganz viel Keramik geben soll. Und ja, wir sehen hier wirklich reihenweise Teller, Tassen, Schüsseln. Und da wir mit unserem nicht ganz zufrieden sind, ja, denken wir, dass wir hier vielleicht auch fündig werden. I was hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. Wir waren erfolgreich und haben ein Set gekauft mit Tellern, Suppenschüsseln und kleinen Schalen. Ich nenne sie Tapas-Schalen, denn wir werden sie vor allem bei den Tapas verwenden. Ja, es war ein ganz schöner Kampf. Wir waren, glaube ich, ewig lang drin. Aber ja, das Ende zählt und wir zeigen sie euch am Abend, wenn wir tatsächlich auch Tapas machen. Wir sind zurück am Parkplatz, aber ehrlich gesagt, wir haben heute nicht mehr die Energie, um noch Tapas zu machen. Wir haben aber probiert, ob die Teller reinpassen und die passen von der Größe her perfekt und ja, auch vom optischen her, denke ich, passen die sehr gut in unseren Van. Und damit verabschieden wir uns für diesmal. Wir sehen uns in dem Fall nächste Woche wieder und wir freuen uns schon auf euch. Bis dann.
Ja, die Burg war auch sehr spektakulär. Spektakulär war sie. Das war nicht so geplant. Who's gonna cry when you're gone?